Da habe ich eigentlich fast noch mehr Kritik. Hey Freunde, willkommen zurück auf meinen Kanal. Dennis hier, aka Fragrancetalk. Ja, ich stelle euch heute Motorhead vor. Ja, ich habe alle Rammstein-Düfte vorgestellt, alle 14. Und da muss ich natürlich auch Motorhead vorstellen. Wer die Band kennt, die lauteste Band der Welt. Ich glaube, jetzt ist es auch Rammstein inzwischen. Ich will aber nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall, Motorhead hat jetzt auch die Parfümindustrie entdeckt und hat sich wohl gedacht, ja, dann machen wir mal ein oder mehrere Parfüms. Es gibt auch 2 Damendüfte, die stelle ich heute nicht vor, die habe ich nicht. Aber die 2 Männerdüfte. So, die OVP, ja, Pappe, schaut nicht schlecht aus, hat schon Stil. Die Schrift ist allerdings sehr, sehr klein, also wer nicht sehr gute Augen hat, kann da eigentlich nichts lesen. Ja, wir fangen mal mit dem Motorhead Man an und den No Remorse gibt es danach. So, man kann ihn hier, mal sehen, ob das klappt, aufmachen. Und auch hier steht einiges drin, aber sehr, sehr klein. Und dann habt ihr hier den Flakon. So, das tun wir da mal hin. Ja, und der Flakon ist erstens schon mal sehr, sehr nice gemacht. Sehr, sehr gut, stabil, schöner Flakon, ja. Und hier das Logo von Motorhead. Also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. So, zum Duft. Ihr habt es ja im Titel gelesen. Ich habe auch Kritik an diesen beiden Düften, sorry. Aber fangen wir erstmal an mit diesem Duft. Der Sprüher ist sehr gut, sehr, sehr gut. Und der Duft, ja, ist auch sehr, sehr gut. Hier steht drauf Leder, Jacke, Zigaretten, Whisky. Ja, da hätte ich mir was anderes drunter vorgestellt, weil dieser Duft fast identisch mit Tuscan Leather von Tom Ford riecht. So, meine Kritik geht einfach nicht an Motorhead, aber Motorhead sagt sich vielleicht, okay, oder wer auch immer auf die Idee gekommen ist, das Management oder wer auch immer, lass auch mal Düfte rausbringen. Rammstein hat es vorgemacht. Das Ding ist jetzt aber, da sitzen Leute, die sagen sich, ach ja, der Duft riecht gut, der Duft riecht gut. Motorhead oder auch viele wahrscheinlich, und das ist kein Angriff, viele Metal-Fans und so weiter haben nicht so viel Düfte oder haben auch vielleicht nicht so viel Ahnung wie wir hier, die nur sich beschäftigen mit Düfte. So, die kennen kein Tuscan Leather. Aber ich finde, dass Tuscan Leather der falsche Duft ist für Motorhead. Bin ich der Meinung. Ja, Leder. Aber hier ist nichts mit Zigaretten und Whisky. So, ist einfach nicht der Fall. Kardamom ist in der Kopfnote, schwarzer Pfeffer, Jasmin. Ja, alles schön und gut. Und Leder, Iris auch, also war schon richtig Iris. Aber es ist ein guter Nachbau, ein sehr, sehr guter Nachbau von Tuscan Leather. Nur die Haltbarkeit zum Beispiel und auch die Ausstrahlung ist, also nach 6 Stunden, 5, 6 Stunden ist hier nichts mehr wahrzunehmen und die Silage ist nicht stark, nicht stark. Und das passt auch nicht zum Motorhead. So, das ist die lauteste Band der Welt gewesen oder immer noch, ist völlig egal. Auf jeden Fall eine sehr, sehr laute Band, die richtig Action gemacht hat und so weiter. Und und dafür finde ich einfach den Duft viel zu schwach. Und wie gesagt, Tuscan Leather. Was soll das? So, kann man nicht mal eine andere Idee haben? Rammstein im Endeffekt hat schon andere Düfte. Da gibt es nicht wirklich, das mache ich nach oder dies habe ich nachgemacht. So, und ein richtiger Whisky, ein Bourbon, ne? Amy hat Bourbon getrunken immer. So. Rest in Peace. Ne? Er hat sehr viel Bourbon, Jack Daniels getrunken. So hätte er sein müssen, nicht Tuscan Leather. Ja, der Duft ist gut, aber dann hätte er auch mehr Dampf haben müssen. Das ist ein sehr guter, ein bisschen fruchtiger finde ich ihn noch, ein sehr guter Nachbau von Tuscan Leather. Aber im Endeffekt der schwächste Tuscan Leather, den ich kenne. Ich kenne einige, die den Duft nachgemacht haben. Es ist ein Duft, den viele nachmachen, aber keiner schlägt das Original, finde ich. Aber die Haltbarkeit, das ist einfach zu schwach, Leute. Das ist einfach zu schwach. Und ich habe den bei Parfumo mit 5, glaube ich, und Haltbarkeit 6. Ich weiß nicht, aber mit 6, 5. Also
bewertet. Aber der Duft ist gut, aber warum macht man den nach? Ich verstehe es nicht. So, und jetzt kommen wir zu No Remorse. Und da habe ich eigentlich fast noch mehr Kritik. Ich hoffe, das wackelt jetzt nicht so. Das Übliche, der Flakon und dieser Flakon, das war die OVP, meine ich, dieser Flakon. Dasselbe, sehr guter Sprayer und so weiter und so fort. Der Duft an sich ist genial. Ein schöner, holziger Duft. Kommt mir auch bekannt vor, komme ich nur aktuell nicht drauf. Ich bin der Meinung, einer von The Squirt riecht so, aber ich möchte nichts Falsches sagen. Bergamotte Grapefruit in der Kopfnote, ja, und holzig gleich. Wundert mich, dass die Bergamotte Grapefruit so in der Kopfnote genannt wird. Ich rieche wirklich sehr viel Holz. Dann Salbei, Pfeffer. Ja, alles das spielt eine Rolle. Pfeffer finde ich gar nicht, für mich persönlich nicht so doll, das nimmt jede Nase anders wahr. Aber nun kommen wir zu dem Duft, hier steht Bourbon. Ja, okay, da könnte man vielleicht Asche, Bourbon, Wood, ja, okay, holzig, klar. Asche bisschen und Bourbon bisschen. So, aber nun kommt das absolut heftige Kritik. Und nicht, weil der Duft wahrscheinlich auch, komme ich ja jetzt nicht drauf, irgendein ähnlicher Duft ist wie ein anderer Duft. Ich bin der Meinung, The Squirt, ich weiß jetzt nicht, The Squirt 2 nicht, irgendein anderer. Auf jeden Fall. Silage gleich 0. Silage gleich 0. Haltbarkeit. Ich habe keine Ahnung. Ich habe 15 Sprüher raufgeknallt. Ich habe den 10 Minuten wahrgenommen. Was soll das? Ich meine, man darf nicht vergessen, die Düfte, das sind zwar Drogeriedüfte, aber die kosten 40 € ein Flakon. Das ist jetzt auch nicht mehr so, ich kaufe mein Drogerieduft für 7 €. Nein, das ist es nicht. Aber der kann nicht 2 Stunden wieder. Das ist ein Motorhead. Weiß eigentlich die Leute, die diesen Duft machen oder das Management oder wer auch immer diesen Duft gesagt hat oder die Düfte, die müssen rauskommen. Mit wem sie da eigentlich zusammenarbeiten oder wer Motorhead ist? Ich frage mich das. Also das tut mir für diese Band, für diesen Namen. Motorhead ist ein Name in der Rock-Welt. Ich kann das nicht nachvollziehen. Der Duft hält 0. Und ich bin nicht der Einzige. Das habe ich schon nachgelesen. Der Duft hält 0. Von hier bis zur Tür. Was soll das? Verstehe ich nicht. Ganz schwach. Schöner Duft. Auch nachgemacht, ich komme da nicht drauf, genau wie der Taskenleder-Nachbau. Es sind also Kritik, dass die zweimal ähnlich riechen wie andere Düfte, nicht so wie Rammstein, dass das ein bisschen eine eigene DNA hat und beide viel zu schwach. Also, ich muss das leider so sagen. Also, da habe ich, das sind 80 €, 80 € für diese beiden Düfte und kein Power. Motorhead. So, Motorhead lassen wir das stehen. Power ohne Ende. Rest in Peace immer noch, ne? Oder nochmal. Aber die Düfte. Also testet sie aus. Da haben welche, aber das sind bestimmt Hardcore Motorhead-Fans, eine Haltbarkeit von 8. Also jede Haut ist anders. Ihr wisst, dass ich das immer predige. Aber niemals eine 8. Niemals eine 8 bei Haltbarkeit. Never, ever. Niemals. Also super. Düfte im Endeffekt, zwar leider nachgemacht, da kann ich vielleicht noch drüber hinwegsehen, weil sie ein bisschen, also der ist ein bisschen fruchtiger als der Taskenleder normal. Und hier bin ich der Meinung, das Squirt ähnlich, komme nur nicht drauf welchen, aber die Haltbarkeit bei beiden ist einfach nicht, nee, kann man einfach nicht wirklich drüber hinwegsehen. In No Remorse ist sogar noch Oud drin. Was? Ja, okay, da wird kein echtes Oud drin sein, aber selbst synthetisches Oud. Was für ein Oud? Ich habe das Gefühl, da wird nur bla bla bla. 0,000, der hält nicht. Also überall, wo Oud drin ist, meistens, halten die Düfte lange. Und hier 80 €. Klar, ich finde Motorhead gut. Das ist wie Rammstein. Da bin ich natürlich großer Fan von. Das gehört einfach dazu für einen Sammler vor allen Dingen und vor allen Dingen, wenn man diese Band in dem Fall unterstützen möchte und sagt, okay, das finde ich geil, als Fan ein muss, aber die Haltbarkeit, da kannst du nicht mit auf ein Konzert gehen irgendwo oder keine Ahnung, das bringt nichts. Man kann hier nicht mal einkaufen gehen damit, das riecht kein Mensch. 15, 20, ich habe wirklich 15 Sprüher raufgenommen, wo ich noch auf Sylt war. Ich bin ja wieder zu Hause jetzt, ich habe auch auf Sylt diesmal keine Videos gemacht, weil ich einfach mal abschalten wollte diese Woche. Ich war nur eine Woche da in unserer Wohnung auf Sylt und deswegen wollte ich mal nach 4 Jahren endlich mal eine Woche mal nichts machen und trotzdem habe ich natürlich, ja, man kommt nicht ganz dran vorbei, trotzdem was im Kopf zu haben oder ein Kurzvideo zu machen, Shortvideo und so weiter oder ein Video zu schneiden noch,
Aber ganz ehrlich, zurück zu den Düften. Gut soweit, gute Idee, aber es bleibt einfach bei der Idee. Die Rammstein-Düfte sind um einiges voraus und weg, das muss ich sagen. Und ja, finde ich sehr, sehr schade. Sonst ist das cool, ne? Aber die Haltbarkeit und Silage ist zu schwach. Wirklich zu schwach. Ja, Leute, testet sie selber. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr sie kennt. Und dann schreibt mal rein, was ihr dazu sagt. Und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut, Fragrance Store.